Hallo meine Lieben, heute am Tag 13 habe ich einen Spiegel und zwar gehen wir ins Lasern rüber, weil das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, von dem her drückt mir die Daumen, dass das auch wirklich funktioniert, aber was ich davor habe, das seht ihr dann auch gleich nach dem Intro. Ich habe für heute, wie gesagt, einen Spiegel. Ich mache jetzt ein Papier drauf, weil das ist für euch sonst mühsam, wenn ihr immer alles von oben dann gespiegelt seht. Das ist der Spiegel Lonsas. Gibt da auch verschiedene Größen. Jetzt kann man den mal kurz auspacken. Der kommt jetzt nicht in einem Rahmen drin, ist eher so ein bisschen puristisch, ne? So wie ich das lieber mag, aber ihr könnt da natürlich auch andere Spiegel verwenden. Oder ihr könnt euch mit dem Laser zum Beispiel auch einen Rahmen lasern. Geht natürlich auch. Das hat auch schon so zwei. Sind das Kleber? Moment. Die kleben auf der einen Seite und kleben auf der anderen Seite. Das heißt, ihr könntet das auch mit denen irgendwo drauf befestigen. Jetzt ist hier drauf eine Folie, einfach um die Rückseite zu schützen. Die müssen wir natürlich wegnehmen. Weil wir wollen die Rückseite ja eben genau ein bisschen, also kaputt machen ist falsch gesagt. Wir wollen das ja lasern. Okay, es ist nicht dafür gemacht, das wegzunehmen. Ich kann es mir auch einfach machen, weil weiter als hier werde ich nicht lasern. Das heißt, den Rest der Folie kann ich drauf lassen. Ich muss einfach wirklich, es ist wirklich wichtig, dass ich dann da nicht lasere. Upsi. So. Das heißt, lasern nur in diesem Bereich drin. Das ist genau das, was ich machen will, weil ich will hier unten einen Spruch drauf machen. Jetzt, da wir das Ganze von der Rückseite lasern, sollte hier natürlich das dann gespiegelt werden, weil sonst kann man es dann von vorne nicht lesen. Jetzt, was ich brauchen werde, ist noch ein schwarzes Blatt, weil das ist ja quasi nur ein beschichtetes Glas, was dann den Spiegel ausmacht. Von dem her kann es sein, wenn der Laserstrahl durchgeht, dass das rückreflektiert. Das wollen wir nicht. Und ja, dann würde es dann, also besteht die Gefahr, dass die Vorderseite dann kaputt oder angekratzt wird. Das wollen wir eben nicht. Deshalb nehme ich ein schwarzes Papier und ich werde es dann auch von der Abdeckung ein bisschen erhöhen. Aber das gucken wir uns nachher an, wenn ich das mache. Ich werde es mit dem F1 machen, weil ich will wirklich nur hier unten einen kleinen Teil gravieren. Und ihr müsst sowieso eigentlich mit jedem Spiegel, weil diese Beschichtung ist bei jedem Spiegel ein bisschen anders, müsstet ihr wie quasi ein Testraster machen. Also quasi immer zwei von demselben Spiegel kaufen, mit dem einen ein Testraster machen und mit dem anderen das dann lasern. Genau, das ist was. Ich werde es heute auf gut Glück mal ausprobieren, weil ich habe tatsächlich nur diesen einen Spiegel mitgenommen. Mein Fehler, aber wir probieren es einfach aus. Ich habe so eine Ahnung in etwa, was die Einstellungen sein sollten. Und ich will auch nicht, dass man dann durchsieht, sondern ich werde dann die Rückseite wieder mit einer Farbe bestreichen, so dass von der Vorderseite quasi die Farbe dann ersichtlich ist. Das ist mein Ziel. Aber damit wir das alles machen können, muss ich zuerst ein Design machen. Ich habe mir in Canva eine neue Seite angelegt oder ein neues Dokument, was ich 9 cm x 9 cm gemacht habe. Und da gebe ich jetzt einen Text rein. Und ich nehme hier gleich eine Kombi, weil ich die im Moment gerade wirklich super schön finde. Und zwar nehme ich hier, musste gerade überlegen, was für ein Spruch. Ich nehme Lächle. Kann man es Deutsch oder Englisch. Ich nehme jetzt mal Smile.
sky's beautiful and so are you. Lächle ist das Schönste, was du tragen kannst. So. Jetzt können wir da noch ein bisschen gucken, wie groß das sein darf. Das ist kein Ausrufezeichen, ne? Das wäre ein Ausrufezeichen. Gut. Das heißt, das mache ich ohne und dann nehmen wir das Smile, will ich wesentlich größer. I wanna make it up to you, start something new. Das Smile und dann schön mittig. It's the most beautiful thing you can wear. Genauso simpel und schlicht möchte ich das gerne haben. Gut, dann haben wir das schon mal. Das kann ich jetzt teilen. Das heißt speichern unten. Gebe die DPI höher, hoch. Machen wir 1,860 mal 1,860 und dann kann ich hier noch sagen PNG, aber mit einem transparenten Hintergrund. Wunderbar. Dann habe ich das in meinen Fotos drin. Dann beim F1 kann ich das Bild reinholen. Das ist jetzt ein bisschen größer. Da wollte ich 90 mal 90. Und das kann ich dann, kann ich das ausmitten? Ja, wunderbar. Und jetzt bei den Einstellungen habe ich User Defined Material und wenn ich auf das Element drauf gehe, kann ich sagen Easy Set Panel. Ich nehme natürlich Blaulicht und dann gehe ich hier Geschwindigkeit gehe ich auf 250. Upsi. Gehe ich auf 250. Na, wir wollen heute nicht zusammen kommunizieren. 250. So. Und die Power 90 bis 100. Okay. DPI lasse ich auf 500. Grayscale. So, dann muss ich meinen Laser aufbauen und dann, ja, das ganze Setup machen. So, jetzt habe ich hier den F1 verbunden. Was ich fast vergessen hatte, war das Spiegeln. Da könnt ihr hier einfach über diesen Knopf könnt ihr das horizontal spiegeln. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich hier eben mein schwarzes Stück Papier. Dann habe ich zwei Klötzchen jeweils auf der Seite. Und dann mache ich meinen Spiegel rein. Jetzt sehe ich gerade, ich muss das Element auch noch drehen, ne? Weil ich will das Ganze hier unten lasern. Ich kann es dann immer noch ausrichten. Was ich jetzt hier machen kann, ist ein Framing. Und dann sehe ich hier drüben auch, wo das landen wird. Und dann mache ich das hier an dem Klötzchen fest. So, das reicht mir auch schon. Dann muss ich die Punkte noch übereinander bringen. Und dann kann ich das hier runter machen. Und da ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, mache ich den Filter wirklich auf ganz hoch. Und ja, würde sagen, ich teste das für euch jetzt einfach mal. Das heißt, ich kann auf Process gehen. Spannend. Die Einstellungen wurden nicht übernommen. Nochmal. Geschwindigkeit 250, Range machen wir 90 bis 100, DPI 1, gut. Dann Process. Er sagt 4 Minuten, das heißt, wir wissen in 4 Minuten, ob das funktioniert hat. I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong
there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. So, jetzt hebe ich das ganz vorsichtig hoch, damit sich dann nichts bewegt. Ich hole kurz ein bisschen Fensterreiniger, einfach nur um zu gucken, ob da jetzt Staub drauf liegt oder ob das milchig ist. Doch, ich habe das Gefühl, das hat es wirklich gut abgetragen. Wunderbar, das heißt, ich kann das wegnehmen. Und aus Blatt durch ist nichts. Aber sicher ist sicher. So, dann kann man den Spiegel noch richtig reinigen. Also zumindest von hinten sieht es super aus. Dann gucken wir uns das noch von vorne an. Jetzt wird es lustig, wie ich euch das zeige. Da ist meine Kamera, ne? Also man sieht es definitiv. Weiß nicht, wie gut ihr es seht. Aber es ist jetzt nicht durchsichtig. Und damit man es noch ein bisschen besser sieht, möchte ich hier noch mit Weiß drauf gehen, um das noch so ein bisschen mehr hervorzuheben. Also man könnte durchaus tiefer gehen. Also ich glaube, ich bin hier eher am oberen Ende gewesen vom Lasern, weil es hat nicht die komplette Schicht abgetragen, sonst würde man durchsehen. Aber man sieht es definitiv. Das heißt, ich gebe hier mit einem Pinsel, so einem Fliederpinsel, weiße Farbe drauf. In der Hoffnung, dass es das Ganze noch so ein bisschen hervorhebt. Und wenn ihr komplett durchgelasert habt, spielt es eigentlich auch nicht so eine Rolle, ob ihr hier über die Linien drüber geht, weil von vorne sieht man das nicht, sondern nur da, wo es gelasert ist. Und so könntet ihr zum Beispiel auch mit verschiedenen Farben spielen. Wie gesagt, muss nicht super schön sein. Man sieht es nur ein kleines bisschen besser. Sorry für das Bild, es ist echt wirklich schwierig, euch das hier zu zeigen. Wie gesagt, ihr dürftet da echt noch stärker lasern. Aber für mich, wo ich das ja zum ersten Mal gemacht habe, finde ich, ist das echt cool geworden. Wie gesagt, macht am besten, also kauft am besten jeweils einfach 2 Spiegel, dann macht ihr ein Testraster und dann findet ihr eigentlich auch die besten Einstellungen, die dann für euch stimmen und für denjenigen Spiegel stimmen und für den Laser auch stimmen, den ihr verwendet. Jo, und dann eben könntet ihr da noch einen schönen Rahmen ringsherum machen, wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich davon ein Foto machen soll. Aber ich hoffe, euch hat diese Idee oder Inspiration gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald!